Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Tutorial hier auf My Design and Art. Mein Name ist Miri und wenn ihr wissen möchtet, wie ich diese beiden wunderschönen Hintergründe für dieses Zitat erstellt habe, dann seid ihr hier genau richtig. Und lasst mich euch sagen, es ist so viel einfacher, als ihr vielleicht denkt. Ich habe folgende Materialien und Hilfsmittel benutzt. Einmal dieses Canson XL Aquarellpapier, meine White Nights Aquarellfarben, einen Princeton Art Pinsel in der Größe 12 und der Größe 6 und natürlich 2 Gläser mit Wasser. Für den ersten Color Splash Hintergrund habe ich einige gemutete Rot- und Lila-Töne gemischt. Um die Farben zu dämpfen, habe ich die gewünschte Hauptfarbe mit der Farbe gemischt, die im Farbkreis auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Zum Beispiel habe ich hier Karmin verwendet und es mit einem kleinen bisschen Grün gedämpft. Für das Lila habe ich etwas Karmin und Grün mit Violett gemischt. Ich liebe es, Farben zu mischen und etwas damit herumzuspielen. Dabei kommen so tolle Farbtöne raus, oft auch unerwartete Farbtöne, mit denen man so nie gerechnet hätte. Und man wird wirklich jedes Mal überrascht. Ich wollte für diesen Hintergrund auch einige Pastelltöne haben und habe dafür etwas Weiß in einen der Rottöne, in einen der Lilatöne und in den Beige-Ton gemischt. So, und nun lasst uns mit dem Spaß beginnen. Ich habe ein Papier aus dem Block genommen und die Seiten festgeklebt. Der Hauptschritt zu diesem wunderschönen spritzigen Hintergrund besteht darin, Wasser aufs Papier zu gießen und eine richtige Wasserpfütze zu hinterlassen. Und damit wir richtige Wasserspritzer als Umrandung bekommen, tippen wir drauf herum, bis das Wasser an den Stellen ist, an denen wir es haben möchten. Ich weiß, normalerweise möchte man beim Wasserfarbenmalen keine großen Wasserpfützen auf dem Papier haben, da sonst die Farbe unterschiedlich schnell trocknet und meist ungewollte Ränder entstehen. Aber für manche Bilder und Stilrichtungen kreiere ich super gerne genau diese Pfützen, um diese Ränder zu kreieren. Wie in diesem Projekt. Nachdem ich das Wasser über das Papier verspritzt habe, beginne ich mit der hellsten Farbe und tupfe das Pigment leicht auf die Oberfläche der Wasserpfützen. Je öfter ihr den Pinsel eintupft, desto mehr Pigment gibt der Pinsel an die Wasserpfütze ab. In diesem Schritt dürft ihr und sollt ihr euren Kontrollzwang abschalten und die Farbe und das Wasser einfach machen lassen. Wir möchten, dass das Wasser und die Pigmente zunächst ganz von selbst fließen und sich vermischen können. Und wirklich, ich tupfe die Farbe nur ganz leicht ein. Ich berühre mit dem Pinsel nicht das Papier, sondern nur das Wasser darauf. Dann starte ich mit der nächsten Farbe und mache das gleiche wie bereits zuvor. Ich tupfe mit dem Pinsel die Farbe nur auf die Oberfläche der Wasserpfützen. Und ganz ehrlich Leute, das macht so viel Spaß. Ihr könnt einfach mit den Farben spielen und sie dort auftupfen, wo die Farbe hin soll oder wo sich die Farben vermischen sollen. Und denkt dran, dass die Mitte des Papiers nicht zu dunkel werden sollte, da wir dort unseren Spruch platzieren werden. Das Aquarellpapier, das ich hier verwendet habe, ist für diesen Zweck leider nicht ganz so gut. Wie ihr sehen könnt, wellt es sich ganz schön stark und lässt Wasserpfützen entstehen, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen. Aber naja, wir machen das Beste daraus und entfernen das überschüssige Wasser mit einem Papiertuch. Für den zweiten Hintergrund verwende ich dann aber allerdings doch ein anderes Papier. Dann seht ihr auch den Unterschied. Man glaubt es kaum, aber beim Malen mit Wasserfarben macht das Papier echt viel aus.
Übrigens, wenn dir dieses Video bisher gefällt, dann gib mir gern einen Daumen nach oben. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann auf! Klick auf Abonnieren, damit du auch in Zukunft Videos von mir vorgeschlagen bekommst. Und dabei hilfst du mir auch, meinen bisher winzigen kleinen Kanal zu unterstützen. Ich poste normalerweise alle 2 Wochen Videos über Bullet Journaling, Malen, Zeichnen und andere kreative Dinge. Also würde mich freuen, wenn du zukünftig zu meiner kleinen Community hier gehörst. Während der erste Hintergrund vollständig trocknet, starten wir schon mal mit dem zweiten. Wie gesagt, benutze ich dieses Mal ein anderes Papier, und zwar das Fabriano Aquarellpapier. Es ist ebenfalls 300 GSM dick, hat aber nur einen 25%igen Baumwollanteil, was mir beim Kauf nicht aufgefallen ist. Aber ich liebe es trotzdem. Und es ist ein heiß gepresstes Papier, somit ist die Textur viel feiner und glatter. Ich hatte noch etwas Papier von einem anderen Projekt übrig, das fast DIN A4 groß ist. Ich habe letzte Woche eine Geburtstagskarte im gleichen Stil gestaltet und diese wunderschönen leuchtenden Farben dafür verwendet. Ich habe hier das Pigment von einigen Caron-Markern benutzt, aber man könnte diese Farbtöne natürlich auch wieder mit Wasserfarben mischen. Benutzt einfach, was ihr daheim habt. Übrigens, falls ihr keine Wasserfarben habt, könnt ihr einfach auch Filzstifte auf Wasserbasis verwenden. Dazu malt ihr mit den Stiften auf eine Plastikpalette oder Folie und befeuchtet das etwas. Und schon habt ihr flüssige Farbe zum Malen. Ich habe das Papier wieder angeklebt, damit es sich nicht wellt, und habe etwas Wasser drauf gegeben. Diesmal 3 kleinere Pfützen, um mir das Verteilen zu erleichtern. Tipp, tipp, tippidi, tipp. Schön auf die Pfützen tippen, um diesen schönen spritzigen Look zu kreieren. Ich habe etwas überschüssiges Wasser mit einem Papiertuch entfernt und hatte dann wieder Spaß, die Farben drauf zu verteilen. Und für diesen Look liebe ich diese helle Farbpalette wirklich. Sieht echt mega aus. Vergesst nicht, etwas Pigment auf die winzigen Tröpfchen rund um den größeren Klecks aufzutragen, da diese für das Aussehen des splashigen Hintergrunds wichtig sind.
während das hier nun trocknen darf, war es Zeit, mich um den Spruch zu kümmern. Dafür benutze ich mein iPad und die App Procreate. Ich habe dieses Zitat bereits in einem meiner Bujo-Setups verwendet und es kopiert. Dann habe ich über die Komposition nachgedacht, wo und wie ich die Wörter platzieren wollte und welche Wörter hier am wichtigsten sind. Nachdem ich die allgemeine Form hatte, begann ich mit einer kleinen Skizze, wie es aussehen könnte. Ich habe einige Wörter größer oder kleiner gemacht und einige nachgezeichnet, weil mir das Aussehen noch nicht ganz gefiel. Nachdem ich mit der von mir erstellten Komposition zufrieden war, habe ich sie schließlich ausgedruckt. Übrigens, wenn du daran interessiert bist, wie man Kompositionen und Lettering erstellt, schreib mir bitte in die Kommentare. Ich bin immer neugierig, was euch so interessiert, dann kann ich auch die Videos dazu machen. Ich habe das Papier zugeschnitten und die Rückseite mit einem weichen Bleistift bemalt. Dann habe ich es auf den gesplashten, mittlerweile trockenen Hintergrund gelegt und mit diesem Zeichenstift-Ding die Wörter nachgezeichnet. Und nachgezeichnet und nachgezeichnet. Auch wenn es eine Weile dauert, das Ganze nachzuzeichnen, würde ich definitiv Jahrzehnte brauchen, um es von Hand zu schreiben. Ja. Auch wenn meine Kalligrafie einigermaßen anständig ist, hat meine Blockschrift, sagen wir mal, viel Entwicklungspotenzial. Danach geht es dann weiter mit meinem STA Pigment Liner in der Größe 02 und habe damit die Wörter nachgeschrieben. Ich habe hier und da einige Verbesserungen an den Buchstaben vorgenommen, während ich sie mit dem Liner nachgeschrieben habe. Ich habe einige Wörter mit Schwarz ausgemalt und die Wörter fatal und counts punktiert. Und hier ist das Ergebnis unserer ersten Karte. Wie findet ihr's? Ich habe den Vorgang für die zweite Karte beschleunigt, weil ich die gleichen Schritte ausgeführt habe wie zuvor auch und euch nicht zu Tode langweilen will. Und hier das Endergebnis. Sind sie nicht wunderschön geworden? Welches davon gefällt dir mehr? Ist die gemutete Variante deins oder doch eher die mit den leuchtenden Farben? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ihr habt einen farbenfrohen Tag und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao!